Hallo, mein Name ist Gwendolin und in diesem Video möchte ich dir zeigen, was es Neues in WebEx gibt. Wir arbeiten jetzt schon seit über einem Jahr von zu Hause aus und auch die Software hat sich weiterentwickelt, hat viele neue Features bekommen und ja, wird stetig verbessert, sodass das Ganze für uns eigentlich immer einfacher wird und wir viel komfortabler und quasi noch näher, noch anders aufgeteilt miteinander arbeiten können. Und ja, so ist es auch bei WebEx. WebEx hat viele Neuerungen. Du hast vielleicht schon das ein oder andere Video von mir gesehen, zum Beispiel die Breakout Rooms, als die kamen, das siehst du dann hier oben, meine ich. Dann gab es ja verschiedene Anpassungen, die immer wieder sozusagen als Update kamen. Dazu habe ich auch ein Video gedreht, nämlich die Updates von 2021. Das findest du ebenfalls hier oben. Hoffentlich klappt das da. Und ja, jetzt gibt es wieder ein kleines neues Feature und zwar die Layouts. Die Layouts erlauben dir, dass du das Ganze quasi an deine Bedürfnisse anpasst. Also sprich, der Bildschirm so aussieht, wie du es gerne hättest. Aber bevor ich dir das theoretisch erzähle, schauen wir doch einfach mal rein in WebEx, wie das Ganze aussieht. Ja, wir starten jetzt hier WebEx und dann werde ich mich nochmal mit meinem Handy dazu einloggen, weil sonst können wir die Layouts nicht wirklich ausprobieren und dann zeige ich dir mal, was man damit machen kann. So, wir sind hier jetzt in WebEx. Du siehst, ich bin eingeloggt und ich bin auch gleich zweimal eingeloggt. Das kannst du hier oben erkennen. Da siehst du nämlich die beiden Namen. Ich bin einmal als Gwen und einmal als Mimi dabei. Wir brauchen natürlich ein paar Zuschauer. Noch mehr wären besser, damit ich dir die Layouts zeigen kann. Aber sobald du eben mit mehreren Personen online bist, kannst du die Layouts auch hier sehen und kannst schon verstehen, was sie können. Du hast hier oben rechts in der Ecke das Layout-Icon, das verschwindet auch, wenn man da wieder weggeht und irgendwie anderweitig hier was klicken möchte. Und ich glaube, du kannst schon direkt erkennen, was es kann. Wir gehen jetzt einfach mal auf Layout und du siehst, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du hast zum einen das Raster, dann hast du Stapel nebeneinander, Vollbildmodus und ja, siehst hier noch, ob die Namen angezeigt werden sollen oder nicht. Das können wir mal eben Namen anzeigen. Da siehst du, dass die Namen jetzt unter den Videos stehen. Können wir auch wieder wegnehmen. Dafür klicken wir einfach auf Namen ausblenden. Und dann sind sie auch wieder weg. Jetzt möchte ich noch zeigen, dass du natürlich das Ganze hier auch vergrößern kannst. Du siehst, es hat sich verschoben. Natürlich ist mein Bildschirm jetzt nicht so riesig. Wir machen es wieder klein, dass wieder beide nebeneinander sind. Und wir benutzen im Moment die Einstellung Raster. Raster bedeutet, dass du im Grunde jetzt, wenn noch mehr Leute teilnehmen würden, wirklich ein richtiges Raster hast. Wir sind jetzt zu zweit. Natürlich sind dann beide Bilder nebeneinander, also ein kleines Raster. Hätten wir jetzt noch mehr Personen mit im Raum, dann würde es hier übereinander, so wie du es eigentlich kennst, wirklich alle Bildchen so in Reihe und Glied nebeneinander angezeigt werden. Dann setze ich mal auf Stapel, da siehst du, dass jetzt zum Beispiel ja, einer prominent in der Mitte angezeigt wird, nämlich in diesem Fall mein Gast, und dann oben in der Reihe alle weiteren angezeigt würden. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, so nebeneinander, dann wäre hier in dieser Reihe die Möglichkeit, dass die anderen also hier in kleinen Bildern angezeigt werden. Jetzt ist es aber so, dass du auch sagen kannst, es soll jemand sozusagen der Hauptsprecher sein und nicht der Sprecher ist immer in der Mitte. Also du hast jetzt auch die Möglichkeit, jemanden anzupinnen. Du hast es hier schon gesehen, es heißt dann auf Bühne wechseln und du kannst dann hier in diesem Button sehen, dass derjenige angepinnt ist, beziehungsweise das Ganze auch wieder von der Bühne entfernen. Wenn du das jetzt als Gastgeber des Meetings vornimmst, hast du die Möglichkeit, dass auch deine Ansicht, wie sie dir gefällt, wie du sie dir zusammengestellt hast, wie du sie dir vielleicht auch überlegt hast für dieses Meeting, dass sie bei allen gleich angezeigt werden soll. Also sprich, nicht jeder sucht sich da selber was aus, sondern deine Bühne wird übertragen und dein Layout quasi wird übertragen. Und dann hast du die Möglichkeit auch, wenn du das vorgenommen hast, dein Layout sozusagen gestaltet hast, als Gastgeber mit deinen Teilnehmern zu synchronisieren. Dafür gehst du nochmal auf Layout und dann siehst du hier, dass deine Bühne mit allen synchronisiert werden soll. Das heißt, dass bei allen dann dein Layout angezeigt wird. Ja, das war es eigentlich schon zum Layout. Warten wir mal, wann die anderen Features, die noch so geplant sind, bei WebEx erscheinen, also auch in unserer deutschen Version.
Und ich denke aber, dass es schon mal ganz gut ist, dass man jetzt auch die Gestaltung des Bildschirms mit den Videos vornehmen kann und eben auch mit allen Teilnehmern synchronisieren kann, wenn man eben eine bestimmte Reihenfolge oder irgendetwas präferiert oder für das Meeting sich überlegt hat. Das war's, das sind die Layouts, ein kurzer, knackiger Überblick, da gibt es auch nicht so viel zu sagen, aber ich finde, es ist ein kleines Feature mit einer doch recht großen Wirkung, weil es immer das Problem ist, dass man sich fragt, ja, wie kann ich eigentlich den Bildschirm so gestalten, wie ich es gerne hätte, wie können die Personen angeordnet werden, geht dies, geht das, die eine Software kann es, die andere nicht. In WebEx kannst du das Ganze jetzt nutzen und schreib mir doch gerne in die Kommentare unter dieses Video, falls du noch Anmerkungen und Fragen hast, oder aber auch deine Erfahrungen mit diesen Layouts. Vielleicht hast du das Ganze schon mal ausprobiert oder wirst es ausprobieren. Ich freue mich, von dir zu hören. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über deinen Daumen hoch. Und falls noch nicht geschehen und dich diese Inhalte interessieren, dann denk dran, den Kanal zu abonnieren. Und dann wirst du kein weiteres Video mehr verpassen. Wenn du die Glocke noch aktivierst, wirst du sogar benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Ja, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns gesund und munter und fröhlich wieder im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.